Seit 5 Monaten war ich hier am IEM und habe die Residency gemacht dort. Eine Klangkunst-Residency ist das. Mein Hintergrund ist eigentlich Informatik und Klangkunst, Sonifikation. Und habe jetzt aber während der Residency halt dieses Fielding-Projekt konzipiert, realisiert. Das ist so eine Art Live-Coding-Plattform für Gegenden wie das, wo wir hier gerade so sind. So zwischen Natur und Kultur, diese seltsame Dichotomie zwischen den beiden ein bisschen ausloten. Wichtig ist mir bei der Auswahl der Locations, dass ich so ein bisschen ein Gefühl für den Ort habe und dass das so eine Art Unort ist. Der Ort wird so zweckfrei und hat irgendwie keinerlei explizite Verwendung mehr. So etwas zum Beispiel, halt, wo wir hier sind, ist so ein Beispiel mit dem Tennisplatz, der keiner mehr ist, oder verlassene Industriegelände zum Beispiel. Überall, wo es einigermaßen ruhig ist und wo halt so das Leben, also verschiedene Lebewesen halt auch wieder zum Vorschein kommen und halt auch mit mir dann gemeinsam Klänge erzeugen und manipulieren können. Also das ist halt irgendwie schon wichtig, dass ich dort nicht allein bin und dass das Leben gibt drumherum, was halt auch Einfluss nimmt. Also das ist das Fielding-Setup und es gibt 2 so Boxen hier. Die sind eigentlich identisch, bis auf unterschiedliche Sensoren, die da dran sind. Aber innen drin gibt es so einen kleinen Computer, auf dem die ganze Klangverarbeitung passiert. Diese Fielding-Boxen, die habe ich natürlich an bestimmte Orte gestellt oder platziert. Und zwar so, dass die Sensorik selber, die da dran ist, halt möglichst viel Variation erfährt. Das sind diese Helligkeitssensoren und ich versuche die halt so hinzustellen, dass ich die Schattenwürfe von den Blättern einigermaßen bekomme. Ja, hier sieht man das ganz gut jetzt. Jetzt ist ja eine Sonne und wenn das Blatt drüber kommt, dann ist er im Schatten. Das heißt, ich kriege hier ein Signal, was sich halt verändert. Hier ist der Temperatursensor. Da gibt es 2 von. Einer ist in die Box eingebaut und einer hängt. Und der hängt, der sollte eigentlich in die Erde. Und damit gibt es halt sozusagen einen Unterschied zwischen der Temperatur, der Lufttemperatur und der Erdtemperatur. Das war mal so die Idee. Das System selber sieht ja so ein bisschen so aus, als wäre es eine Installation. Wichtig für mich ist allerdings, dass das halt etwas ist, was ich selber auch bespiele, was ich halt performativ bearbeite. Das hier ist das Interface. Das hier oben ist die Zeile, in der ich größtenteils was schreibe. In der Zeile darunter sieht man verschiedene Definitionen von den Klängen. An jedem von diesen Buchstaben ist eine Klangdefinition angehängt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel ein A hinschreibe, dann hört man das, was da steht. Ich versuche eigentlich 2 Ebenen zu haben hier. Also dass ich auf der einen Seite die Klangobjekte habe, deren klangliche Struktur ich vorgebe von hier und dann auf der anderen Seite aber die Sensorik habe, die halt die Interpretation selber macht. Das heißt, ich habe nicht wirklich einen konkreten Einfluss darauf, wie direkt jetzt die Sensoren den Einfluss nehmen auf den Klang, sondern das überlasse ich sozusagen diesen Boxen, die da sind. Also ich möchte nicht derjenige sein, der alles kontrolliert an dieser Stelle, sondern ich möchte halt auch irgendwie der Umgebung eine Chance lassen, sozusagen.